Um nachhaltig und langfristig mit deinen Kunden zu kommunizieren, brauchst du neben einem Produkt und einer Zielgruppe, die du erreichen möchtest, vor allem eins: eine aussagekräftige Value Proposition oder auch ein Wertversprechen. Das Value Proposition Canvas und das damit zusammenhängende Konzept geht auf Gründer Alexander Osterwalder zurück. Es beschreibt, wie Probleme und Nutzenbedürfnisse deiner Zielgruppe in Einklang mit deinen Produkten in Form von Problemlösern und Nutzenstiftern gebracht werden können. Das Wertversprechen kann aber darüber hinaus auch dafür genutzt werden, die Mehrwerte deines Unternehmens hervorzuheben. Es findet in vielen Bereichen der internen und externen Kommunikation Anwendung. Hierbei können mehrere Ebenen betrachtet werden. Ausgehend von der Value Proposition deines Unternehmens über die der verschiedenen Produkte, die du anbietest, bis hin zu dem Mehrwert, den du mit deinen Anzeigentexten teilen möchtest. Das Prinzip ist dabei stets das gleiche. Um nachhaltig und erfolgreich mit deinen Kunden zu kommunizieren, starte immer mit dem Warum. Auf Unternehmensebene kannst du mit diesem Statement festhalten, warum dein Unternehmen existiert und somit deinen Purpose definieren. Dieser Schritt kann dir nicht nur für die Gründung eines neuen Unternehmens helfen, sondern auch für existierende Unternehmen hilfreich sein, um beispielsweise Mitarbeiter langfristig zu binden und das Wohlbefinden zu erhöhen. Das Warum deines Unternehmens kannst du direkt auf die Headline auf deiner Website platzieren und es im Über uns-Bereich weiter ausführen. Wenn dir dieses Video gefällt, lass uns einen Daumen nach oben da, damit YouTube dieses Video auch anderen Nutzerinnen und Nutzern zeigen kann, die von unseren Tipps profitieren können. Auf Produktebene kommt das Canvas erneut ins Spiel. Neben der Frage, warum sollten Kunden deine Produkte kaufen, sollte hier auch das Wie und das Was beantwortet werden. Warum genau das Produkt? Hierbei wird das Resultat in den Vordergrund gerückt. Wie werden die Dinge erledigt? Im zweiten Schritt der Prozess. Was wird angeboten? Dein Produkt. Starte mit den Problemen innerhalb des Marktes, in dem du tätig bist. Welche Herausforderungen haben Marktakteure derzeit und wie kann dein Unternehmen bei der Lösung helfen? Nehmen wir als Beispiel ein Unternehmen, welches die Teamkommunikation verbessern möchte, da viele Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten. Die Herausforderung bzw. der Need ist hierbei eine Lösung der Kommunikationsbarriere. Die Teamleiterin des Unternehmens startet also eine Recherche und stößt über einen Blog-Eintrag auf Anbieter von Messengern, die mit der Verbesserung der Kommunikation werben. Wir halten dieses Beispiel hier einmal fest und ich komme später wieder darauf zurück. Definiere deine Zielgruppe. Welche Kunden möchtest du ansprechen? Wenn du bereits mit einem etablierenden Kundenstamm arbeitest, fokussiere dich auf die Unternehmenssegmente, mit denen du den größten Umsatz generierst. Faktoren wie Branchenzugehörigkeit, Wertausrichtung, Unternehmensgröße können hierbei ebenfalls hilfreich sein. Wichtig ist, um ein besseres Gefühl für deine Zielgruppe zu erhalten, versetze dich in deine Kunden hinein, entweder mit Hilfe von Umfragen und Interviews oder durch empathische Marktforschung. Fällt dir noch eine andere Methode ein, mit der man die Herausforderungen der Zielgruppe besser verstehen kann? Dann lass uns gerne einen Kommentar hierzu da. Wenn du deine Zielgruppe definiert hast, betrachte, welche Marktprobleme der Zielgruppe zuzuordnen sind. Mit einer Zielgruppe und deren wichtigsten Problemen ist der Grundstein für die erste Hälfte des Value Proposition Canvas bereits gelegt. Im Weiteren werden Customer Jobs definiert, sogenannte Jobs to be done. Das sind Aufgaben, die die wichtigsten Ansprechpartner deiner Zielgruppe in ihrem täglichen Dasein erfüllen müssen. Diese können emotionaler, sozialer oder funktionaler Ebene sein. Wenn du bereits mit Personas arbeitest, nehmen wir wieder unser Beispiel des Teamleiters als Persona. Stell dir vor, die Teamleiterin sucht jetzt konkret einen passenden Dienstleister für einen Schnellnachrichten-Messenger, um die Kommunikation im Team zu verbessern. Soziale Bedürfnisse sind, die Anerkennung des Teams zu erhalten, einen täglichen Mehrwert zu schaffen und sich um die Angelegenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Emotional ist das Bedürfnis nach Vertrauen in einen zuverlässigen und vertrauenserweckenden Partner. Und funktional ist, dass der Messenger einfach zu bedienen sein soll und verschiedene Funktionen anbietet. Wenn du nicht mit Personas arbeitest, definiere die wichtigsten Probleme, Painpoints und Herausforderungen deiner Zielgruppe, beispielsweise eine bestimmte Unternehmensgröße in einer bestimmten Branche. Mache sie zu deinen eigenen, indem du ein jeweiliges Produkt als Problemlöser definierst. Das Wertversprechen auf Produktebene verdeutlicht dabei, wie dein Produkt dabei helfen kann, die Probleme deiner Zielgruppe zu lösen und dazu beizutragen, die Jobs to be done zu erfüllen. Auf Ebene von Anzeigen und Posts kann die Value Proposition ebenfalls eingesetzt werden. Im Idealfall hast du bereits ein Wertversprechen für dein Unternehmen und bereits für deine Produkte definiert, welches dir als Grundlage dient.
Die Botschaft, die du mit dem Beitrag oder deiner Anzeige senden möchtest, kann in Verbindung hierzu gebracht werden. Dabei kannst du auf konkrete Mehrwerte des Produkts eingehen oder auf Werte, die dein Unternehmen verkörpert. Die wichtigste Frage kennst du bereits. Warum? In dem Video hast du gesehen, wie 3 verschiedene Ebenen einer Value Proposition ausgestaltet werden können. Um den Mehrwert deiner Botschaften nachhaltig zu verbessern, stelle sicher, dass du deine Zielgruppe definierst, dass du deren Probleme identifizierst und zu deinen eigenen machst, dass du hervorhebst, wie dein Produkt diese Probleme lösen kann und am allerwichtigsten, dass du Vertrauen durch Werte schaffst. Wenn du das Thema Value Proposition noch weiter vertiefen möchtest, findest du den Link zu unserem Value Proposition Blogartikel in der Beschreibung.